Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Am 8.3. war Weltfrauentag und auch wenn wir bei Parfori alle Geschlechter gleichermaßen lieben, habe ich heute 4 Düfte mit dabei, die eher in eine etwas feminine Richtung gehen und die deine Persönlichkeit in den Vordergrund rücken sollen und die du zu unterschiedlichen Anlässen bzw. Moods perfekt tragen kannst. Der erste Duft, den ich dabei habe, ist der Valaya von Parfums de Marly und das ist für mich ein Duft, der geht in eine etwas verspielte, mädchenhafte, aber trotzdem irgendwie sehr feminine und sexy Richtung. Es ist wirklich ein wunderschöner Duft, der ist ja auch noch gar nicht so lange am Markt. Wenn du den noch nicht ausprobiert hast, kann ich ihn dir wirklich ans Herz legen. Aber lasst uns erstmal gemeinsam dran riechen. Ah ja, schön. Der Duft startet leicht zitrisch. Wir haben eine schöne Bergamotte mit drin, fruchtig mit der Mandarine, aber auch im ersten Riechen kommen schon die floralen Noten mit raus. Wir haben hier vor allem weiße Blüten in dem Duft mit drin. Die geben dem Duft auch einen ganz, ganz schön sauberen Charakter. Ich finde immer, wenn weiße Blüten mit drin sind, dann wirkt das einfach schön sauber. Der Duft versprüht auf jeden Fall beim ersten Riechen schon mal richtig gute Laune. Für mich ist es ein Duft, der gibt so einen gewissen Frische-Kick mit rein. Ich finde, der passt auch perfekt jetzt in den kommenden Frühling. Das heißt, wenn du einen Duft magst, der eher so frisch, fruchtig, aber auch schön blumig ist, dann könnte der Valaya auf jeden Fall perfekt zu dir passen. Der Moschus in Kombination mit Amber schafft wirklich eine schöne, reichhaltige Süße und trotzdem haben wir einen gewissen frischen Charakter damit drin. Der Duft ist jetzt nicht mega, mega schwer. Ja, und im Verlauf gewinnt er einfach durch diese Kombination an Wärme und an Cremigkeit. Also das ist wirklich ein Duft, der übrigens von der Silage her ganz toll ist und von der Haltbarkeit, also ich weiß gar nicht, da fehlen mir die Worte, der hält so ewig. Also ich habe den auch schon auf der Haut und auch auf den Klamotten getragen und der hält locker einen Tag durch, wenn nicht sogar einen Tag drüber. Also ich habe den an meiner Kleidung am nächsten Tag noch gerochen. Ich finde, das ist Wahnsinn, vor allem für so einen schönen, blumigen, frischen Duft. Ist es eigentlich gar nicht so üblich, dass der so wahnsinnig lange hält. Übrigens hatte ich zu dem Valaya auch nochmal ein detailliertes Video gemacht, wo ich euch nochmal ganz genau erzähle, was für Duftnoten rauskommen, wie die Komposition ist, was ich mit dem Duft assoziiere. Also wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann verlinke ich dir gleich mal das Video. Dann schau doch gerne mal bei dem Video vorbei und schau dir den Valaya genauer an. Lasst uns mal bei Düften mit einem sauberen Charakter bleiben, beziehungsweise bei einem Duft, der auch wirklich ganz, ganz tolle weiße Blüten mit drin hat, der aber trotzdem für mich in eine etwas andere Richtung geht. Und zwar ist das von Dali der Voyage onirique du Papillon de Vie. Das ist ein Duft, der im Gegensatz zu dem Valaya, den wir gerade gerochen haben, für mich in eine etwas elegantere Richtung geht. Er ist für mich so ein bisschen gesetzter, ein bisschen, ja auch feminin natürlich, aber einfach so ein bisschen gesetzter, nicht ganz so erfrischend, nicht ganz so aufregend, vielleicht nicht ganz so mädchenhaft. Bevor wir den Duft gemeinsam riechen, lasst uns mal kurz einen Blick auf den Flakon werfen, der ist nämlich auch super besonders. Und zwar sieht er folgendermaßen aus. Ich drehe euch mal ganz kurz, damit ihr oben diesen schönen Schmetterling noch mal genauer seht. Das Besondere an den Flakons von der Marke ist einfach, dass die berühmten Kunstwerke von Salvador Dali dort verarbeitet werden. So eben auch der Schmetterling und das finde ich ist wirklich eine sehr, sehr schöne Idee und macht einfach die Flakons auch sehr besonders. Aber jetzt lasst uns mal gemeinsam riechen. Ja, im ersten Riechen kommt eine ganz kleine Frische mit durch für mich. Man riecht aber sofort die blumigen Noten. Wir haben hier ja weiße Blüten, zum Beispiel Orange, Lilie, Tuberose und die sind schon auch im Fokus. Zusätzlich haben wir auch noch Maiglöckchen mit drin, das heißt, wir haben wirklich eine Bandbreite an weißen Blüten mit drin und die geben natürlich auch diesen sauberen Charakter nochmal mit rein. Unterstützt wird das durch weißen Moschus. Der rundet den Duft wirklich schön ab und gibt da eine schöne Volle nochmal mit rein. Das heißt, der Duft wird wirklich präsent. Der ist natürlich blumig süß mit so vielen Blüten, was da drin ist. Der Duft gewinnt aber auch so an einer kleinen Cremigkeit, würde ich jetzt fast schon mal sagen. Und was wirklich toll ist, dass eine ganz, ganz kleine holzige Note im Verlauf auch mit reinkommt als Basis. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Kombination aus diesen ganzen Blüten, die da mit drin ist, der schöne Moschus, der drin ist und eben diese kleine holzige Note. Das macht den Duft für mich wirklich sehr, sehr elegant und ich kann mir da wirklich perfekt eine Frau vorstellen, die irgendwie sehr schick gekleidet ist oder sogar einen Hosenanzug anhat und dann diesen Duft. Also der strotzt für mich für Eleganz und
Einfach ein toller Duft, der schon intensiv ist, aber nicht so intensiv, dass man ihn nicht im Alltag tragen könnte. Das finde ich ja auch immer ganz wichtig. Ich finde es immer sehr schade, wenn man jetzt einen Duft hat, den man nur zu bestimmten Anlässen tragen kann. Den Duft von Dali kann man wirklich gut tragen. Schöner, sauberer Blumenduft, wirklich eine Empfehlung von mir. Lasst uns mal in eine ganz andere Richtung gehen, und zwar ist es der Suicide Blonde von Hate Me Love Me. Das ist auch eine relativ junge Marke tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Wenn ja, dann schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du die Marke findest. Ich finde, der Suicide Blonde ist wirklich ein ganz besonderer Duft. Und er geht eher in so eine sexy, laszive Richtung für mich. Ja, der Duft startet mit einer schönen Bitterorange. Also wir haben eine kleine, bittere, zitrische Note mit drin, was aber beim ersten Sprühen schon mal im Fokus steht. Und kleiner Spoiler, das wird sich auch nicht ändern, ist auf jeden Fall die Vanille. Ja, wenn der eine Weile aufgetragen ist, dann riecht man die Vanille wirklich schön raus. Man könnte fast schon sagen, dass der Duft so ein kleiner Gourmand ist. Dafür ist er mir aber zu sexy, sage ich jetzt mal. Aber es geht schon in eine gourmandige Richtung. Ganz schön die Kombination aus dieser Bitterorange und dieser Vanille. Und auch im Duftverlauf spielt sich alles eben um diese Vanillenote ab. Der Duft wird im Verlauf ganz schön durch blumige Noten, hier die Pfingstrose ergänzt. Das ist wirklich eine tolle Kombination. Der Duft wird auch immer cremiger. Unterstützt wird das auf jeden Fall auch durch Kaschmeran, was da mit drin ist. Und eben durch diese Cremigkeit legt der Duft sich so richtig schön auf die Haut. Ich finde, es ist ein Duft, der schreit nicht, ich bin sexy, sondern der ist eher so lasziv. Der legt sich eben so richtig verführerisch auf die Haut. Und das ist wirklich ein Duft, mit dem fällt man auf. Der hat auch eine schöne Haltbarkeit. Die Silage, finde ich, ist wirklich durchschnittlich. Das ist jetzt eben kein Duft, der schreit förmlich, ich bin hier. Aber eben er legt sich schön auf die Haut und ist trotzdem sehr sexy und verleiht einem auch so wirklich ein sexy Gefühl, finde ich. Der nächste Duft geht in eine komplett andere Richtung und das ist für mich ein Duft, zu dem würde ich greifen, wenn ich vielleicht gar nicht so wirklich Lust habe, einen Duft zu tragen. Deswegen ist es so ein Duft, der eher in eine etwas lässigere, entspanntere Richtung geht. Und zwar ist das von Philly & Phil, der Easy for Ecstasy. Und tatsächlich ist das auch ein Molekülduft. Das heißt, der entwickelt sich natürlich auch sehr individuell auf der Haut, was den Duft aber auch sehr spannend macht, finde ich. Ich erzähle euch auf jeden Fall mal, was ich da so rausrieche. Wo ist denn hier? Ja, schon im ersten Riechen, der Duft geht in eine komplett andere Richtung. Ne? Der schreit auf jeden Fall auch nicht, ich bin hier. Wir haben hier was leicht zitrisch Frisches im Anfang, finde ich. Das ist aber ein Duft. Da steht der weiße Moschus auf jeden Fall im Fokus. Also der hat da seinen großen Auftritt. Im Duftverlauf wird der Duft durch schöne holzige Noten nochmal mit ergänzt. Tatsächlich ist das aber wirklich ein Duft, also die Silage ist sehr klein. Ne? Die Haltbarkeit ist schön, aber auch da gibt es natürlich Düfte, die länger halten. Die Silage ist eher zurückhaltend, wie es eben für so einen Molekülduft auch typisch ist. Das ist wirklich ein Duft, den trägst du auf und der ist quasi wie deine zweite Haut. Also deine Haut nur in ein etwas besser riechend quasi. Das ist wirklich der perfekte Duft, wenn du eigentlich keine Lust hast, einen Duft zu tragen, aber trotzdem dich einfach wohlig warm fühlen möchtest. Dann ist der Easy for Ecstasy auf jeden Fall die richtige Wahl für dich. Der Duft hat einen kleinen, cleanen Charakter, wird im Verlauf ein bisschen süßlicher. Ja, aber in der Duftentwicklung, da tut sich jetzt nicht wahnsinnig viel, meiner Meinung nach. Also der ist schön zu tragen, riecht auch schön, ist sehr leicht, ist sehr unaufdringlich, aber da ist jetzt keine Duftexplosion zu erwarten. Ich hoffe auf jeden Fall, ich habe auch für dich den passenden Duft mit dabei, damit du dich individuell ausdrücken kannst, damit du einen Duft für dich hast, der einfach perfekt vielleicht auch zu deinem Charakter passt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und sage bis dann. Ciao, ciao.